Hallo liebe Handarbeitsfreunde, heute zeige ich euch, wie man diesen wunderschönen Frühlingsponcho häkelt. Es ist gar nicht schwer, ich begleite euch von Reihe zu Reihe und von Arbeitsschritt zu Arbeitsschritt. Hallo liebe Handarbeitsfreunde, ich beginne mit einer Anfangsschlaufe, häkle 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Anschließend arbeite ich 3 Luftmaschen und arbeite in den Ring hinein noch weitere 15 Stäbchen, sodass wir insgesamt 16 Stäbchen erhalten mit diesen 3 Luftmaschen am Anfang. Die zählen ebenfalls als Stäbchen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jetzt schließe ich diese Runde mit einer Kettmasche. Ich arbeite noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich mir meine hellgrüne Farbe, steche irgendwo zwischen 2 Stäbchen hinein, hole mir den Faden durch, mache einen Knoten, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole mir den Faden durch und arbeite 2 Luftmaschen. Dann arbeite ich ein Stäbchen, masche dieses aber nur einmal ab, mache noch einmal einen Umschlag, mache noch einmal ein Stäbchen, masche ebenfalls nur 2 Fäden ab und masche dann alle 3 gemeinsam ab. Dann eine Luftmasche und in die nächste Lücke arbeiten wir 3 abgemaschte Stäbchen. 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also einmal Umschlag, immer nur 2 Fäden abmaschen. Das Ganze 3 Mal, dann alle gemeinsam abmaschen und eine Luftmasche. Umschlag, einmal einstechen, 2 Fäden abmaschen, Umschlag, ein zweites Mal einstechen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, ein drittes Mal einstechen, 2 Fäden abmaschen und dann alle. Luftmasche. Ihr macht das jetzt in jede dieser Lücken, also immer zwischen 2 Stäbchen, und ihr müsst am Ende genau 16 solche Büschel erhalten. Den Faden der Vorrunde könnt ihr gleich mit einhäkeln, da müsst ihr ihn später nicht vernähen.
ganz einfach hier mit einhäkeln. Und wenn ihr am Ende der Runde angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also die Runde beinahe fertig gehäkelt. Mir fehlt jetzt noch das letzte Büschel. 1, 2, 3. Ich beende auch dieses mit einer Luftmasche, schließe die Reihe mit einer Kettmasche in dieses größere Maschenglied und mache noch eine Kettmasche in die Lücke hinein, dann noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und diesen weißen und grünen können wir auch gleich abschneiden. Die haben wir schon mit eingehäkelt. Jetzt nehme ich meine neongelbe Farbe, beginne wieder irgendwo in einer Lücke zwischen zwei Büscheln, hole mir den Faden durch, verknote ihn wieder, steche wieder in dieselbe Lücke ein, hole mir den Faden durch und arbeite 2 Luftmaschen. Jetzt mache ich prinzipiell dasselbe wie in der Vorrunde, nur mache ich 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Ich steche also einmal ein, zweimal, dreimal. Hier ist das 4. am Anfang die 2 Luftmaschen. Masche alle gemeinsam ab und schließe das Ganze mit einer Luftmasche ab. Und das nächste Büschel müssen wir dann 4-mal einstechen. Einmal, zweimal, dreimal, 4-mal. Und alle gemeinsam abmaschen und eine Luftmasche. Den Faden wieder mit einhäkeln. 1, 2, 3, 4, alle gemeinsam abmaschen, eine Luftmasche. Und auch hier müssen es wieder 16 von diesen Büscheln sein. Auch den grünen Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also 16 von diesen Büscheln mit vierfach abgemaschten Stäbchen, zusammen abgemaschten Stäbchen gehäkelt. Ich häkle noch eine Luftmasche, schließe die Runde mit einer Kettmasche in dieses größere Maschenglied, mache noch eine Kettmasche in die Lücke, arbeite noch eine Luftmasche, den Faden habe ich schon abgeschnitten, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich mir die dunkelgrüne Farbe, steche wieder in eine Lücke zwischen 2 Büscheln ein, hole mir den Faden durch, verknote ihn wieder, steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole mir den Faden durch und arbeite 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Lücke arbeite ich noch 2 Stäbchen. In die nächste Lücke arbeite ich jetzt 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. In die darauffolgende Lücke kommen 3 feste Maschen. 1, 2, 3. In die nächste Lücke wieder 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3. In
die darauffolgende Lücke arbeiten wir jetzt 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und unsere erste Ecke ist entstanden. Diese Ecke hier, die letzte, wird erst vervollständigt, wenn wir wieder hier angekommen sind. Jetzt kommen wieder 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 3 feste Maschen. 1, 2, 3, 3 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und wir sind an der nächsten Ecke angelangt. Diese besteht wieder aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und wieder 3 halbe Stäbchen in die nächste Lücke. Drei feste Maschen in die nächste Lücke. 3 halbe Stäbchen. Und wir sind bereits an der dritten Ecke angelangt und häkeln hier wieder 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Jetzt kommen wieder 3 halbe Stäbchen. 3 feste Maschen, 3 halbe Stäbchen und um diese vierte Ecke zu vervollständigen, fehlen jetzt noch 3 Stäbchen in dieselbe Lücke wie am Anfang. 3 Stäbchen und schließen tun wir jetzt immer mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Jetzt arbeiten wir 3 Luftmaschen und beginnen wieder eine Ecke, indem wir noch 2 Stäbchen dazu häkeln. Und jetzt häkelt ihr in jede dieser Lücken 3 Stäbchen. 1, 2, 3. In die nächste Lücke zwischen den halben Stäbchen und den festen Maschen 3 Stäbchen. Hier ebenfalls. Und auch hier. 1, 2, 3. Wir sind jetzt wieder an der Ecke angelangt und hier häkeln wir die Ecken jetzt immer gleich. Immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke. Und von vorne geht es los, wieder
in jede Lücke, also immer zwischen diese Dreiergruppen hinein, immer 3 Stäbchen. Immer zwischen die Dreiergruppen. Noch einmal. Diese Ecke mache ich noch mit euch gemeinsam. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und ihr müsstet jetzt immer zwischen den Ecken 4 solche Gruppen haben. Ecke, 1, 2, 3, 4, Ecke. Und wir sehen uns am Ende dieser Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beinahe fertig gehäkelt, habe jetzt also auf jeder Seite 4 von diesen Büscheln und die Ecke. Für diese Ecke am Ende fehlen uns jetzt noch 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und wir schließen die Runde wieder mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Arbeiten dann noch eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und wir nehmen uns jetzt wieder die weiße Farbe, beginnen in einer Ecke, es ist egal in welcher Ecke ihr beginnt. Sie holt euch den Faden durch, verknotet ihn wieder, stecht noch einmal in dieselbe Lücke ein, holt euch den Faden durch, häkelt 3 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen dazu. Auch diese Ecke wird erst am Ende vervollständigt. Das geht jetzt immer genau gleich. Und diese Reihe ist auch sehr einfach. Ihr arbeitet einfach in jede Lücke zwischen den Dreierbüscheln 3 Stäbchen. Drei Stäbchen in jede Lücke. Und es ergibt sich jetzt ein Büschel mehr als in der Vorreihe. Also ohne die Ecken sind es jetzt 5 Grüppchen. Und die Ecke wieder genau gleich wie vorhin. 3 Stäbchen. 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und das macht ihr jetzt, bis ihr wieder am Ende der Runde angekommen seid. Wieder in jede Lücke 3 Stäbchen. Da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also die Runde beinahe fertig gehäkelt. Mir fehlen jetzt für die Ecke noch 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Ich beginne wie immer mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen.
Und jetzt arbeiten wir 3 Luftmaschen und gleich auf diese erste Gruppe hier 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das bedeutet, ein Umschlag, in das erste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Einen Umschlag, in das nächste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Und noch ein drittes Mal ein Umschlag, in das dritte Stäbchen einstechen, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen und dann alle Fäden gemeinsam abmaschen. 3 Luftmaschen und dasselbe machen wir jetzt auf jede Gruppe. Einmal, zweimal, dreimal, alle gemeinsam abmaschen, 3 Luftmaschen. Einmal, zweimal, dreimal, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 3 Luftmaschen und auch auf diese letzte Gruppe hier einmal und zweimal und dreimal zusammen abmaschen und 3 Luftmaschen. Und dann kommt unsere Ecke mit 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Im Moment sieht das so aus. Ihr seht, auf jede Dreiergruppe der Vorrunde habe ich 3 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Und jede Kante beginnt immer mit 3 Luftmaschen und endet dann auch mit 3 Luftmaschen. Jetzt kommen wieder diese 3 zusammen abgemaschten Stäbchen und dazwischen immer 3 Luftmaschen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Runde beinahe fertig gehäkelt. Und ihr seht, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche Zacken. Am Ende ebenfalls wieder 3 Luftmaschen häkeln und unsere 3 Stäbchen, um die Ecke zu vervollständigen. Eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche. Dann noch eine Luftmasche häkeln, den Faden abschneiden, herausziehen und festziehen. Ich nehme mir wieder irgendeine Ecke, nehme die hellgrüne Farbe, hole mir den Faden durch, verknote ihn, steche wieder in diese Ecke ein, hole mir den Faden durch und arbeite 3 Luftmaschen und wie immer auch noch 2 Stäbchen. Dann arbeite ich 3 Luftmaschen und in jede Lücke wieder 4 abgemaschte, also 4 zusammen abgemaschte Stäbchen, so wie in dieser neongelben Reihe. Also ein Umschlag, einmal den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen und das Ganze 4 Mal.
und am Ende alle gemeinsam abmaschen. Und 3 Luftmaschen. Und jetzt macht ihr in jede Lücke so ein vierfach ab, also 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, alle gemeinsam abmaschen und 3 Luftmaschen immer dazwischen. Und an der Ecke sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe die Ecke erreicht und ihr seht, also ohne die Ecken haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gibt immer eines mehr. In der Vorrunde waren es noch 7, also ohne die Ecken gezählt. Die Ecke kommt jetzt und zuerst wieder 3 Luftmaschen und dann wieder unsere Ecke. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und 1, 2, 3 und wieder 3 Luftmaschen und wieder 8 mal diese zusammen abgemaschten Stäbchen. Ihr seht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lücken. Das macht ihr auf jeder Seite genau gleich. Also immer dazwischen 3 Luftmaschen. Und wenn ihr das Ende der Runde erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe also meine 8 Büschel auf jeder Seite jetzt gehäkelt. Schließe auch diese Reihe wieder zunächst mit 3 Luftmaschen und dann mit 3 Stäbchen. Einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die 3. Luftmasche. Und so sieht das im Moment aus. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich mir meine neongelbe Farbe, nehme mir wieder eine Ecke, hole mir den Faden durch, mache wieder einen Knoten, steche wieder in dasselbe Loch ein, hole mir den Faden durch, arbeite meine 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt arbeite ich auf jedes dieser Stäbchen, die da kommen, also diese 3, ein Stäbchen drauf. 1, 2, 3. Dann 2 Stäbchen in die Lücke. 1, 2 und das 3. Stäbchen steche ich um dieses Büschel herum. Ich mache einen Umschlag, steche in diese Lücke ein, komme bei der nächsten heraus, hole mir den Faden durch und arbeite ein Stäbchen. Das ist also unsere Nummer 3. Ich mache jetzt immer Dreiergrüppchen. 1, 2, 3. 2 in die Lücke und das 3. um dieses Grüppchen herum. 1, 2, 3. 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und in die letzte Gruppe, in die letzte Lücke mache ich jetzt auch wieder eine Dreiergruppe. 1, 2 und eben ein ganz normales Stäbchen, dass wir wieder eine Zahl haben, die durch 3 teilbar ist, also immer Dreiergruppen. Die nächste Dreiergruppe auf die Stäbchen drauf. 1, 2, 3. Dann 3 Stäbchen in die Ecke. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und auch auf diese Dreiergruppe wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und vergesst nicht am Ende in die letzte Lücke 3 normale Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beinahe fertig gehäkelt und es ergeben sich auf jeder der Seiten von diesem Loch bis zum anderen Loch 39 Stäbchen. Ich häkle jetzt noch eine Luftmasche. Die 3 Stäbchen in die Ecke habe ich schon gemacht und beende die Runde wie immer mit einem halben Stäbchen, einer Luftmasche und schneide den Faden ab. Also wie gesagt, von diesem Loch bis zu diesem Loch sind es genau 39 Stäbchen. Ich nehme mir jetzt wieder meine weiße Farbe . Mache wie immer einen Knoten, hole mir den Faden durch, mache meine 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt arbeiten wir eine Luftmasche, lassen dieses erste Stäbchen aus und häkeln in das zweite ein Stäbchen. Machen wieder eine Luftmasche, lassen ein Stäbchen aus und in das nächste machen wir ein Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln. Das macht ihr jetzt bis zum Ende, bis zur Ecke. Und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt bin bis zur Ecke gekommen, habe jetzt 19 solche einzelnen Stäbchen gehäkelt, also bis jetzt 18, insgesamt ergeben sich 19. Ich mache jetzt das letzte noch. Das ist das 19. und auch hier bleibt wie am Anfang eine Masche übrig. Ich mache noch eine Luftmasche und häkle dann die Ecke. Und wie gewohnt 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, häkle wieder eine Luftmasche, lasse das erste aus, häkle in das zweite ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen.
Und das macht ihr jetzt rundherum und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin so gut wie fertig mit dieser Runde. Ich überspringe jetzt dieses letzte Stäbchen noch mit einer Luftmasche, arbeite noch meine Ecke. Mache noch eine Luftmasche, schließe die Runde mit einem halben Stäbchen. Und jetzt machen wir noch eine Runde weiß, beginnen wie immer mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen, arbeiten jetzt gleich auf dieses erste Stäbchen ein Stäbchen drauf, ohne Luftmasche dazwischen, gleich ein Stäbchen drauf, arbeiten eine Luftmasche und überspringen dieses mittlere Stäbchen und arbeiten ein Stäbchen drauf und dann wieder eine Luftmasche und auf jedes Stäbchen der Vorrunde wieder ein Stäbchen, dazwischen immer eine Luftmasche. Sieht dann so aus und wir sehen uns am Ende, also an der Ecke, wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen und es entsteht hier dieses Gittermuster. Ich überspringe also diese Lücke noch mit einer Luftmasche, häkle in dieses Stäbchen ein Stäbchen, häkle noch eine Luftmasche, überspringe das mittlere Stäbchen, mache hier noch ein Stäbchen und dann sofort die Ecke. 3 Stäbchen in die Ecke, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Beginne sofort wieder hier auf diesem ersten Stäbchen ohne Luftmasche dazwischen ein Stäbchen, eine Luftmasche, überspringe dieses mittlere, häkle dann auf das dritte ein Stäbchen, eine Luftmasche und schon geht es wieder im Gittermuster weiter. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin auch hier bei dieser letzten Runde schon beinahe fertig. Mir fehlt jetzt noch die Ecke, also 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Das Ganze sieht im Moment so aus und wir sehen uns wieder, wenn ihr 4 identische Granny Squares gehäkelt habt. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt also 4 identische Granny Squares gehäkelt. Und wie man sie zusammenhäkelt, zeige ich euch gleich, aber ich zeige euch zuerst, wie sie angeordnet werden müssen. Ich habe also hier dieses mittlere, die Spitze des Poncho und habe auf jeder dieser Kanten ein Granny Square daran gehäkelt. Das ist jetzt die Innenseite des Poncho, also die linke Seite. Jetzt klappen wir dieses zur Hälfte zusammen und dieses ebenfalls und das 4. Granny Square kommt dann wieder an diese beiden Seiten daran gehäkelt und dann hat unser Poncho in etwa in der Spitze gemessen eine Länge von 45 cm. Ein Granny Square
hat eine Seitenlänge von 32 cm. Weniger sollte es nicht sein, sonst wird der Ausschnitt zu klein. Also mindestens 32 cm. Und wie wir jetzt die Granny Squares aneinander häkeln, das zeige ich euch gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also alles vorbereitet, um die Granny Squares zusammen zu häkeln. Also das ist jetzt die rechte Seite, ist außen. Ich klappe jetzt einfach dieses Granny Square da drauf. Und ich zeige euch, ich nehme jetzt diesen Faden extra nicht, sondern zeige euch, wie man anknotet. Ich steche also durch beide Granny Squares im Eck durch, hole mir den Faden, mache einen Knoten und häkle das jetzt folgendermaßen zusammen. Ich steche noch einmal in diese Lücke ein, hole mir den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Ich steche dann in dieses erste Stäbchen ein und hinten ebenfalls in dasselbe Stäbchen, hole mir den Faden durch, häkle eine Kettmasche und eine Luftmasche. Steche in das zweite Stäbchen ein, hinten ebenfalls, hole den Faden durch, häkle eine Kettmasche und eine Luftmasche. Immer durch dasselbe Stäbchen vorne und hinten durchstellen, eine Kettmasche machen, eine Luftmasche. Noch einmal Kettmasche, Luftmasche. Dann kommen wir zu dem Gittermuster. Hier stechen wir einfach durch beide Öffnungen durch, holen den Faden durch, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Stechen dann in das Stäbchen vorne und hinten, holen den Faden durch, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Wieder in die Lücke, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Wieder durch das Stäbchen, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Ich zeige euch nachher, wie diese Naht auf der rechten Seite des Poncho aussieht. Die wird nämlich schön flach und das ist so gewünscht. Und jetzt häkelt ihr bis zur Ecke und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, willkommen zurück. Ich bin jetzt bei diesen letzten 4 Stäbchen angekommen. Die verbinde ich genau auf dieselbe Weise. Immer eine Kettmasche, eine Luftmasche. Dann noch einmal in die Lücke hinein, eine Kettmasche, eine Luftmasche. Und wenn wir das jetzt umdrehen auf die rechte Seite, dann seht ihr, dass das eine wunderschöne flache Naht gibt und außerdem ist sie sehr elastisch und genau das brauchen wir. Und jetzt müssen wir noch diese zwei Granny Squares miteinander verbinden. Das machen wir ebenfalls wieder auf der linken Seite des Poncho. Da können wir den Faden gleich weiter benutzen. Geht also hier weiter. Auch wieder durch die beiden Ecken durch, Faden holen, eine Kettmasche, eine Luftmasche.
eine Kettmasche, eine Luftmasche. Und so verbinden wir auch diese beiden Granny Squares miteinander. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin also hier auch beinahe fertig. Häkle noch diese letzten paar Stäbchen zusammen. Häkle auch hier noch einmal in die Lücke, mache noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt, wenn wir das Ganze wieder auf die rechte Seite drehen, sieht das so aus. Ein paar Fäden sind jetzt zu vernähen. Ich zeige euch mal an einem Beispiel, wie ich Fäden vernähe. Nehme mir den Faden, nehme meine Wollnadel und fädle ihn hier ein Stück weit durch. Mache dann noch einen Abschlussknoten, steche noch einmal ein, mache hier so ein Kringelchen, stecke die Nadel durch, ziehe fest und schneide ab. Das macht ihr jetzt mit allen Fäden, die noch verblieben sind, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Ich habe jetzt also alle Fäden vernäht. Unser Poncho sieht im Moment so aus. Hat hier von Spitze zu Spitze gemessen etwa eine Länge von 45 cm. Und wir brauchen 50 bis 55 cm. Wir werden also noch einige Reihen daran häkeln. Dazu drehe ich mir den Poncho um und beginne wieder in einer Spitze, in einer Ecke. Hole mir den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal ein, hole den Faden durch, arbeite 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Die Ecken funktionieren genau gleich wie zuvor bei den Granny Squares. Wir starten mit einer halben Ecke und vervollständigen diese am runden Ende wieder. Jetzt häkeln wir im Gittermuster weiter. Das heißt, wir machen eine Luftmasche, überspringen dieses erste Stäbchen und stechen in das zweite Stäbchen ein und machen ein Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln. Und jetzt, wie vorher auch, eine Luftmasche und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und wir sehen uns, wenn ihr am Ende dieses Granny Squares, also wo das zweite dann kommt, da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe also das erste Granny Square fast fertig behäkelt. Mache jetzt eine Luftmasche. Das nächste Stäbchen auf dieses erste Stäbchen hier, dieser Vierergruppe. Eine Luftmasche, ein Stäbchen überspringen,
eine Luftmasche und ein Stäbchen in die Lücke hinein. Und diese Naht überspringen wir ebenfalls mit einer Luftmasche und häkeln ein Stäbchen in die nächste Lücke hinein. Eine Luftmasche, dieses erste Stäbchen überspringen, in das zweite, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, wieder ein Stäbchen überspringen, ein Stäbchen häkeln. Und jetzt geht es schon wieder im Gittermuster weiter und wir sehen uns an der anderen Ecke des Ponchos wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin also an der anderen Seite des Ponchos an der Ecke angekommen. Die mache ich genau gleich. Also wieder hier auf das erste Stäbchen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und dann die Ecke. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, genau gleich wie vorher bei den Granny Squares. 2, 3, eine Luftmasche, das erste Stäbchen auslassen, in das zweite Stäbchen ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine auslassen, ein Stäbchen und weiter geht es wieder im Gittermuster. Und wir sehen uns, wenn ihr die Runde fertig gehäkelt habt. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin also an der zweiten Ecke jetzt angekommen. Mir fehlen nur noch die 3 Stäbchen. Und ich schließe auch diese Runde mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Arbeite dann 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt mache ich keine Luftmasche, sondern gleich auf dieses erste Stäbchen ein Stäbchen, damit das Gitter wieder stimmt. Und jetzt erst die Luftmasche und ein Stäbchen auslassen und hier auf dieses dritte Stäbchen wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und so sind wir wieder im Muster drin. Und ihr arbeitet jetzt diese Runde sinngemäß genau so weiter. Und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Runde beinahe fertig gehäkelt. Mache jetzt noch dieses letzte Gitter. Mache dann noch 3 Stäbchen in die Ecke. Eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns, mache noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt nehme ich mir diese hellgrüne Farbe noch einmal, hole mir den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal ein, hole mir den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Häkle eine Luftmasche und überspringe das nächste Stäbchen. Häkle ein Stäbchen,
eine Luftmasche, eines überspringen, also genau wie vorhin einfach wieder das Gittermuster häkeln. Und das macht ihr, bis ihr wieder hier am Anfang in der Ecke angekommen seid. Es ist genau gleich wie vorher mit dem weißen Garn. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also in dieser hellgrünen Farbe die Runde beinahe beendet. Häkle noch mein Netzmuster fertig, mache die Ecke. Mache wieder eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Beginns. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich mir das Neongelb, knote es wieder an. Häkle meine Ecke mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen und häkle wieder eine Reihe im Netzmuster. Diesmal nehme ich gleich wieder dieses erste Stäbchen, häkle eine Luftmasche, dann das dritte Stäbchen und bin wieder im Netzmuster drin. Und wir häkeln auch diese Runde ganz wie gewohnt bis zum Ende. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also diese Reihe hier beendet, die im Neongelb, habe den Faden abgeschnitten und vernäht. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Fransen hinein macht. Ich schneide also Fransen in einer Länge von ca. 30 cm. Ich mache das immer so. Schneide ich dann ab, schneide ich hier diese Schlaufen durch. Nehme immer 3 Fäden. Lege sie ungefähr zur Hälfte zusammen. Ich habe jetzt hier in der Spitze begonnen und habe dann gleich in die erste Lücke eine Franse eingearbeitet, habe dann 2 Lücken ausgelassen und in die nächste wieder eine Franse gearbeitet. Also hier gleich in diese nächste Lücke. Zwei Lücken auslassen, in die nächste wieder eine Franse. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger machen. So sieht das Ganze dann aus und am Ende schneidet ihr sie noch ein bisschen zurecht. Und wir sehen uns wieder, wenn der Poncho fertig ist. Bis dann! Liebe Häkelfreunde, mein Poncho ist fertig und mir passt auch der Ausschnitt von der Größe her genau so, wie er geworden ist. Sollte eurer zu weit sein, zeige ich euch noch, wie ihr ihn
enger machen könnt. Dazu schlingt ihr irgendwo beim Gittermuster an. Ich zeige euch jetzt nur ein kurzes Stück. Schlingt an bei einem Stäbchen. Ich häkle jetzt 3 Luftmaschen für das Stäbchen und eine Luftmasche, um das Kästchen zu überspringen. Häkle Kästchen bis ihr zum Ausschnitt kommt. Ein Kästchen können wir hier noch häkeln. Und jetzt malen wir 5 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Wir machen einen Umschlag, stechen in dieses erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, machen einen Umschlag, stechen in die Lücke ein, vor der Mitte, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, stechen dann in die Ausschnittspitze, also auch ein Umschlag in die Ausschnittspitze, Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Ein Umschlag in die nächste Lücke hinein, 2 Fäden abmaschen und dann noch in das erste Stäbchen hier. 2 Fäden abmaschen. Jetzt haben wir 6 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab und fixieren das Ganze mit einer Luftmasche. Jetzt fehlt uns hier noch ein Stäbchen, damit das symmetrisch ist. Wir haben ein Stäbchen, die 5 abgemaschten und hier ebenfalls wieder ein Stäbchen und dann kann es schon im Gittermuster weitergehen. Und das genau gleich macht ihr das auf der Rückseite des Ponchos und falls ihr noch weitere Reihen braucht, macht ihr das auch so. Ihr müsst nur immer schauen, dass das Gittermuster wieder stimmt und dass ihr auf beiden Seiten der Spitze dasselbe macht. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Eure Karin aus dem Ländle.